Betreibst du einen Internetshop auf Basis von Shopware? Und würdest du gerne in deinem Shopware-Internetshop Bitcoin- und Lightning-Zahlungen für deine Kunden anbieten? Dann haben wir vielleicht etwas für dich. Denn wir von CoinCharge, wir haben eine Bitcoin-Erweiterung entwickelt, mit dessen Hilfe du Shopware mit dem BTC Pay Server verbinden kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist einmal Shopware Version 6, die Bitcoin-Erweiterung von CoinCharge und einen eigenen BTC Pay Server bzw. die Möglichkeit, einen bestehenden BTC Pay Server mitzubenutzen. Die Bitcoin-Erweiterung von CoinCharge stellen wir kostenfrei zur Verfügung. Du kannst sie dir gerne bei Shopware runterladen, bei dir installieren und einrichten. In diesem Video erklären wir ausführlich, wie du diese Bitcoin-Erweiterung bei dir installierst. Wir beschreiben, wie ein Kunde in einem Shopware-Shop mit Bitcoin bezahlen würde, wie du die Erweiterung installierst und mit einem BTC Pay Store Shop verbindest. Wie dieser BTC Pay Store erstellt wird, auch das beschreiben wir kurz in diesem Video. All diese Informationen kannst du in Ruhe auch nochmal nachlesen unter der URL coincharge.io/shopware. Und wenn du es nicht selber einrichten willst, dann kannst du aber auch CoinCharge damit beauftragen. Dann richten wir es bei dir ein und auf Wunsch installieren wir auch einen BTC Pay Server für dich. Wir beginnen damit, wie ein Kunde in einem Shopware-Internet-Shop mit Bitcoin bezahlen würde. Jetzt wollen wir uns erst einmal anschauen, wie so eine Bitcoin-Zahlung in einem Shopware-Shop aussieht. Wir haben hier so einen Demo-Shop aufgesetzt unter shopware.coincharge.io. Da ist zum Beispiel ein Demo-Produkt für 1 Euro. Das würden wir dann in unseren Warenkorb legen. Gehen dann zur Kasse, hinterlegen unsere Bestelldaten und bekommen dann die entsprechenden Zahlungsarten angeboten. In dem Fall zum Beispiel Bitcoin-Zahlung und Lightning-Zahlung. Wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne mit Bitcoin bezahlen, dann klickt er auf zahlungspflichtig bestellen und dann öffnet sich das Browserfenster, in dem der QR-Code eingebunden ist, den der Kunde jetzt mit seiner Bitcoin-Wallet einfach scannt. Also er öffnet dann seine Smartphone-Wallet, drückt auf Senden, scannt den QR-Code und drückt dann auf Bezahlen. Die Zahlung ist hier bei mir abgeschlossen. Jetzt wird sich das gleich auch im Browserfenster ändern und das ist hier der Fall. Die Zahlung ist damit beendet und der Kunde bekommt dann in seinem Shop angezeigt, dass die Zahlung erfolgreich abgeschlossen ist. Und wie wir diese Bezahlmethode jetzt in unserem eigenen Shopware-Shop integrieren können, das schauen wir uns jetzt an, indem wir uns bei unserem Shopware-Shop in das Backend einloggen und eine Bitcoin-Erweiterung installieren. Die Bitcoin-Erweiterung, die können wir von einer externen Anwendung uns runterladen, zum Beispiel von der GitHub-Seite von CoinCharge. Dort finden wir die Shopware-Erweiterung für die Version 6. Die können wir uns auf unseren Shopware Store installieren und wenn wir die Version 5 haben, dann gibt es auch hier von dem Anbieter LAMP Solution eine entsprechende Erweiterung. Die entsprechenden GitHub-URLs blende ich hier unten nochmal ein. Neben dem Software-Download über die GitHub-Seite können wir aber auch die Bitcoin-Erweiterung uns über den Shopware Store beziehen. Wir gehen dazu auf Erweiterungen, auf Store und geben hier in die Suche zum Beispiel den Begriff Bitcoin ein. Dann bekommen wir alle Erweiterungen angezeigt, die Bitcoin unterstützen. Wir sehen hier 2 Stück und die hier ist die von uns, die also die Zahlung abwickeln für den BTC Pay Server. Wir klicken hier auf Erweiterung installieren. Nachdem die Erweiterung erfolgreich installiert worden ist, könnten wir mit der Konfiguration beginnen. Doch was uns jetzt hier fehlt, sind die Daten für den entsprechenden BTC Pay Server, der für uns die Zahlungsabwicklung macht. Um jetzt weitermachen zu können, müssen wir uns also jetzt erstmal bei einem BTC Pay Server einen BTC Pay Store einrichten. Und das geht wie folgt. Für die Zahlungsabwicklung verwenden wir einen BTC Pay Server. Mit dem BTC Pay Server ist man sein eigener Payment Prozessor.
Man ist also nicht angewiesen auf einen externen Payment Provider, sondern man macht die Zahlungsabwicklung für seine Bitcoin-Zahlungen selber. So einen eigenen BTC Pay Server kann man sich relativ einfach auf einem Server bei dem Hoster seiner Wahl installieren. Die Serverkosten betragen ungefähr 10 Euro pro Monat und der Vorteil dabei ist, man hat keinerlei zusätzlichen Transaktionsgebühren, wie man es sonst von seinem Zahlungsanbieter gewohnt ist. Die eingehenden Bitcoin werden dann direkt und unmittelbar auf der eigenen Bitcoin Wallet gutgeschrieben. Wie man sich seinen eigenen BTC Pay Server installieren kann, dafür findet man bei CoinCharge entsprechende Informationen. Wer nicht selber einen eigenen BTC Pay Server aufsetzen möchte, der kann CoinCharge damit beauftragen. Gerne richten wir einen entsprechenden BTC Pay Server bei dem Hoster deiner Wahl ein. Du kannst aber auch den BTC Pay Server von CoinCharge mit benutzen. Das bietet sich an, wenn du erstmal ausprobieren möchtest, ob ein BTC Pay Server vielleicht wirklich die richtige Wahl für dich ist. Du gehst dafür auf btcpay.coincharge.io und hast da die Möglichkeit, einen Account zu errichten und dort dann dich einzuloggen und einen BTC Pay Store aufzusetzen. Wir verfügen bereits über einen Account und loggen uns entsprechend ein. Wenn du dich eingeloggt hast, dann hast du die Möglichkeit, dir einen eigenen BTC Pay Store aufzusetzen. Wir definieren einen eigenen Namen, wie zum Beispiel Shopware. Und dann legen wir fest, in welcher Währung unser Shop laufen wird. Und das wäre zum Beispiel Euro. Die Einstellungen, wie der Bitcoin-Kurs umgerechnet wird, über welche Börse, da würde ich sagen, lass die Einstellung bei CoinGecko. Die nächste Frage, die geklärt wird, ist, über welche Bitcoin-Wallet sollen die eingehenden Bitcoins gutgeschrieben werden? Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die verschiedenen Möglichkeiten über das Hinterlegen einer eigenen Bitcoin-Wallet erklären wir sehr ausführlich in separaten Videos. Hier geht es darum, wie wir Shopware an einen BTC Pay Store anbinden und deswegen werden wir hier zu Demo-Zwecken eine interne Bitcoin-Wallet verwenden. Und das geht wie folgt. Wir kreieren eine eigene Hot Wallet, bekommen dann gleich 12 Wörter angezeigt. Die notieren wir uns. Damit haben wir jederzeit wieder Zugriff auf unsere Bitcoin-Guthaben, bestätigen, dass wir die notiert haben und somit haben wir die Bitcoin-Wallet hinterlegt. Wenn wir einen eigenen BTC Pay Server betreiben, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir Lightning-Zahlungen empfangen können. Wir klicken dann auf Lightning, wählen aus Use Internal Node, speichern das, setzen hier noch 2 Häkchen und somit ist der Vorgang abgeschlossen. Das war's. Somit haben wir gerade einen BTC Pay Store aufgesetzt, den wir jetzt mit unserem Shopware Shop verbinden können. Dazu gehen wir wieder zurück zur Shopware. Wir sind jetzt wieder im Backend-Bereich von unserem Shopware-Shop, gehen hier auf die entsprechenden Meine Erweiterungen und wechseln jetzt zu dem Bereich von der Bitcoin-Erweiterung und dort auf Konfiguration. Wir beginnen mit der Konfiguration unseres Bitcoin-Erweiterung. In dem oberen Bereich müssen wir eintragen, welchen BTC Pay Server wir verwenden. Wenn ihr euren eigenen BTC Pay Server verwendet, dann gebt ihr die URL von eurem BTC Pay Server ein. Wir haben hier den verwendet von CoinCharge und ergeben entsprechend die URL von der CoinCharge BTC Pay Server ein. Nachdem wir die URL von unserem BTC Pay Server eingegeben haben, klicken wir auf Berechtigungsnachweise generieren. Wir werden dann automatisch auf den BTC Pay Server verlinkt, wählen dort den entsprechenden BTC Pay Store aus. Wir hatten ja den hier angelegt mit Shopware und klicken auf Continue. Dann können wir hier noch ein eindeutiges Label festlegen, zum Beispiel ebenfalls Shopware. Wir haben hier das Shopware Store Label hinterlegt und ergeben jetzt die Berechtigung für die entsprechenden erforderlichen Funktionen. Die werden wir autorisieren. Und das war's. Die entsprechenden Daten wurden jetzt an die Bitcoin-Erweiterung übertragen. Jetzt wollen wir das aber auch noch testen. Wir klicken auf Verbindung testen.
kriegen hier die Mitteilung, dass der Test erfolgreich war. Das blaue Häkchen ist gesetzt, das bestätigt uns, es ist eine Verbindung zu dem BTC Pay Server hergestellt worden. Nachdem wir diesen Test durchgeführt haben, sehen wir auch hier unten die beiden Bezahlmethoden Bitcoin und Lightning jeweils angemarkert. Hätten wir nur eine der beiden Bezahlmethoden ausgewählt, würde entsprechend nur ein Häkchen gesetzt sein. Auch die erforderlichen weiteren Daten wie API-Key, Store-ID sind hier automatisch hinterlegt. Und wir bestätigen das und speichern diese Angaben. Somit sind erfolgreich Bitcoin- und Lightning-Zahlungen unseres BTC Pay Stores hier hinterlegt worden. Jetzt müssen wir noch die Verkaufskanäle darüber informieren, dass wir jetzt Bitcoin- und Lightning-Zahlungen unterstützen. Wir gehen dazu in unseren Verkaufskanal, klicken dort unten auf die Zahlungsarten, wählen hier entsprechend die beiden Zahlungsarten Lightning und Bitcoin aus und als Standardzahlungsart zum Beispiel Bitcoin. Auch diese Angaben speichern wir. Das war's. Somit ist jetzt auch Bitcoin- und Lightning-Zahlung in dem entsprechenden Verkaufskanal hinterlegt. Und jetzt wollen wir das nochmal testen. Wir gehen wieder in unseren Demo-Store, haben hier ein Produkt im Werte von 1 Euro, klicken auf Warenwert, gehen weiter zur Kasse, bestätigen das und haben hier die Möglichkeit auszuwählen, welche der beiden Bezahlmethoden wir wählen. Also entweder Bitcoin oder Lightning. Wir lassen es mal auf Bitcoin, klicken auf zahlungspflichtig bestellen, bekommen den QR-Code angezeigt. Diese Seite können wir auch individuell noch anpassen. Also wir können es nach unseren Wünschen die Farbe ändern oder statt des BTC Pay Logos dort oben unser eigenes Logo einbinden. Wir öffnen unsere Bitcoin Wallet, scannen den QR-Code, führen die Zahlung aus. Die Zahlung ist auf meinem Smartphone ausgeführt und werden es gleich hier bestätigt bekommen. Auch hier ist die Zahlung abgeschlossen. Das war's. So einfach kann eine Bitcoin- oder Lightning-Zahlung in einem Shopware-Shop der Variante 6 integriert werden. Wir hoffen, das Video war hilfreich, damit ihr in der Lage seid, selber diese Bitcoin-Erweiterung bei euch zu installieren und einen BTC Pay Store aufzusetzen, damit ihr jetzt Bitcoin- und Lightning-Zahlungen in eurem Shop empfangen könnt. Wer noch etwas unsicher ist und es lieber von einem Fachmann erledigt bekommen möchte, der kann sich gerne an CoinCharge wenden. Gerne installieren wir diese Erweiterung auch bei euch, setzen einen eigenen BTC Pay Server auf und erklären euch, wie man Bitcoin- und Lightning-Zahlungen empfangen kann, die dann auf eurer eigenen Hardware-Wallet direkt gutgeschrieben werden. All das, was wir hier erzählt haben, könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen auf der Webseite coincharge.io/shopware. Dort stehen alle relevanten Informationen noch einmal aufgeführt. Und wer Fragen hat, entweder sich bei uns melden, ansonsten unten in den YouTube-Kommentaren eine Nachricht hinterlassen. Und wenn ihr mit dem Shop online seid, dann vergesst nicht, euch bei CoinPages einzutragen. CoinPages ist ein Bitcoin-Verzeichnis von allen Geschäften und Online-Shops aus dem deutschsprachigen Raum, die Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Tragt euch dort ein, damit noch mehr Bitcoiner wissen, dass man dann zukünftig bei euch mit Bitcoin bezahlen kann. Wir bedanken uns für das Interesse und wünschen alles Gute. Bis bald auf diesem Kanal.